Auf unserem Weg durch den Norden von Deutschland sind wir in Carolinensiel in Ostfriesland angekommen. Wir sind hier im Museumshafen von Carolinensiel. Bis zur Nordseeküste sind es von hier etwas über 2 Kilometer. Wir wollen eine Schifffahrt machen mit dem Raddampfer Concordia 2, eine Fahrt auf der Harle. Die Concordia 2 liegt hier im Museumshafen. Hier geht es an Bord. Die Concordia 2 ist ein sogenannter Seitenraddampfer. 100 Passagiere können mitfahren. 15 Meter lang ist das Schiff. Unten gibt es einen Salon und es gibt ein Oberdeck. Es kann losgehen. Die Concordia 2 legt ab. Im Sommer fährt das Schiff mehrmals täglich. Man kann vom Museumshafen zum Yachthafen fahren oder eine Rundfahrt machen. Das heißt, man bleibt dann sitzen und fährt wieder nach Carolinensiel zurück. Das dauert dann insgesamt so 1,5 Stunden. Das Schiff fährt nämlich mit maximal 12 Stundenkilometern. Bezahlen muss man übrigens auf dem Schiff, beim Einstieg. Man muss bar zahlen. Die Fahrtroute vom Museumshafen geht es nach Harlesiel, zum Yachthafen. Dort, wo der Außenhafen ist, wo es dann in die Nordsee geht. Das ist jetzt die Harle. Am Ufer liegen noch einige Plattbodenschiffe. Die Concordia 2 dreht jetzt und dann geht es Richtung Harlesiel. Der Museumshafen. Hier liegen einige alte Schiffe. Das hier war einmal einer der größten ostfriesischen Siel- und Handelshafen an der Nordseeküste. Hier liegen einige sogenannte Plattbodenschiffe. Das sind Segelschiffe ohne Balkenkiel, unten ganz flach. Die haben einen extrem geringen Tiefgang, so rund 1 Meter bis 1,5 Meter. So können sie auch im Watt fahren. Die wurden früher als Frachtschiff genutzt. Wir fahren jetzt aus dem Museumshafen raus. Das links, das ist so etwas wie der Boulevard von Carolinensiel. Das große Gebäude dort, das ist die Pastorei. Das Haus gehört zum Deutschen Seehafenmuseum. Das werde ich euch demnächst mal in einem anderen Video zeigen. Das Museum besteht aus mehreren Häusern. Dem Haupthaus, einem Kapitänshaus, dem Pastorat und dann gibt es noch einen alten Rettungsschuppen. Den werden wir bei der Fahrt jetzt auch noch sehen. Café, Bootsverleih, alte Schiffe, Wohnhäuser und so weiter. Carolinensiel ist ein Ortsteil der Stadt Wittmund. Etwas über 1500 Einwohner hat Carolinensiel. Nach Wittmund sind es etwa 13 Kilometer. Von dort kommt die Harle, das Gewässer, auf dem wir jetzt fahren. Nicht weit von Carolinensiel entfernt liegen die bekannten Orte Bensersiel und Neuharlingersiel. Da, wo wir jetzt sind, war vor 100 Jahren noch die Nordsee. Hier war Wasser. Hier war die Harlebucht. Um das Jahr 1500 hat man begonnen, Deiche zu bauen. Durch diese Eindeichung hat man Land gewonnen, das sogenannte Marschland. Die Harle ist ja eigentlich nur ein kleiner Fluss, ein sogenanntes Marschengewässer. Aus den Quellarmen Nordertief und Südertief, die aus den Moorniederungen kommen, entsteht in Wittmund die Harle. Wo die Harle auf den Deich traf, hat man um 1730 einen Sielhafen angelegt, den heutigen Museumshafen, das wo wir eben waren. Durch ein Siel, also einen verschließbaren Gewässerdurchlass in einem Deich, konnte das Wasser der Harle bei Ebbe ins Watt einfließen. Bei Flut drückte das Meerwasser das Schleusentor zu. Das Wasser konnte nicht eindringen. Das ist so etwas wie ein Ventil zur Entwässerung vom Land hinter dem Deich. Ab 1730 ließ Fürst Georg Albrecht von Ostfriesland die ersten Siedler am neuen Hafen Häuser bauen. Namensgeberin für Carolinensiel war die Frau des Fürsten, Sophie Caroline von Brandenburg-Kulmbach. 70 Jahre später
hatte der Ort bereits über 700 Einwohner. Man lebte von der Landwirtschaft und von der Schifffahrt. Karolinensiel entwickelte sich im Laufe der Jahre zum wichtigsten Hafen im nördlichen Ostfriesland. Hier läuft übrigens die Goldene Linie lang. Das ist die Grenze zwischen Ostfriesland und Jever bzw. Oldenburg. 1666 von Fürstin Christine Charlotte von Ostfriesland und dem Herrn von Jever, Graf Anton Günther von Oldenburg, wurde sie gezogen. Ein Strich angeblich mit goldener Tinte auf einer Landkarte. Der Strich lag zwischen Wangerooge und Spiekeroog und setzte sich an Land fort. Diese Linie oder Grenze gilt bis heute. Sie trennt den Landkreis Wittmund in Ostfriesland vom Landkreis Friesland. Die Linie verläuft durch das Hafenbecken von Hadersiel. Dadurch liegt der Anleger der Fähre nach Wangerooge in Friesland. Die Kliner Quelle, eine Badelandschaft. 4 Becken, ein Sohlebecken. Im Kurgarten wird Quellwasser, das sogenannte Sohlewasser, gewonnen. (1765) baute man einen neuen Deich, da kommen wir jetzt dran vorbei. Hier steht bis heute die sogenannte Friedrichsschleuse. Es gab ein Siel und eine Klappbrücke. Dadurch konnten Segelschiffe problemlos in den Hafen fahren. Hier fuhren Frachtensegler, Plattbodenschiffe, raus ins Watt. Sie befuhren die Nordsee, die Ostsee, sogar bis ins Mittelmeer. Sie transportierten Getreide, Gemüse, Kartoffel und Milchprodukte. Sie importierten Holz, Steine, Kohle und Kolonialwaren, die aus Großbritannien kamen. Das da oben ist der Rettungsschuppen, der zum Museum gehört. Ein erster Holzschuppen stand hier schon 1865. Das Gebäude, was wir jetzt sehen, ist von 1911. Zunächst lag dort ein Ruderrettungsboot, ab 1932 ein Motorrettungsboot. 1945 wurde die Rettungsstation aufgelöst. Heute gibt es drinnen eine Ausstellung über die Geschichte der Seenotrettung und ein Ruderrettungsboot ist dort ausgestellt. Die Concordia 2 liegt hier an. Das ist die Küstenräucherei Albrecht, Restaurant, Fischverkauf und so weiter. Das ist ein Familienunternehmen in 3. Generation. Ein Krabbenfischer hatte hier eine Küstenräucherei gegründet. Hier kann man aussteigen und Passagiere steigen zu. Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte der Hafen von Karolinensiel seine Blütezeit. 1860 gab es hier alleine 40 Kapitäne mit insgesamt 59 Schiffen, außerdem 2 Werften, 4 Brauereien und zahlreiche Gaststuben. Als Anfang des 20. Jahrhunderts die Dampfschifffahrt populär wurde, kam das Ende des Hafens. In Karolinensiel begann die Zeit der Fischer. Hier an der Friedrichsschleuse war damals der Kutterhafen. Man fing Plattfisch, Muscheln und Krabben. Pfahlhäuser, komplett auf Pfählen im Wasser. Über einen Steg ist man mit dem Ufer verbunden. Seeperlen heißt das Bauprojekt. Das ist sozusagen die neue Siedlung von Karolinensiel.
Insgesamt 11 Seeperlen auf Stelzen im Wasser soll es hier geben. Einige Häuser haben sogar Bootanleger. Also traditionell ostfriesisch ist das nicht, aber interessant. 1804 war die erste Badesaison auf Wangerooge. Ab jetzt kamen Touristen. Carolinensiel wurde zur Durchgangsstation für Badegäste. Zunächst legten die Fährschiffe nach Wangerooge und Spiekeroog noch an der Friedrichsschleuse ab. Inzwischen sind wir am Yachthafen angekommen. Auf beiden Seiten liegen jetzt Boote, Yachten. Wir sind jetzt in Hadesil. 1885 hatte man die Landgewinnung abgeschlossen, und zwar dort, wo heute Hadesil ist. Damals baute man dort am Deich den neuen Fähranleger. Dann kam eine Bahnlinie von Jever nach Carolinensiel dazu. 2 Jahre später fuhr der Zug bereits zum neuen Bahnhof am Fähranleger Hadesil. Zwischen 1953 und 1957 entstand der Ort Hadesil mit dem neuen Hafen. Zur Entwässerung der ehemaligen Halebucht baute man ein Schöpfwerk in den Deich. Dort wird der Halesiler Hafen in einen Außen- und in einen Binnenhafen getrennt. Das ist das Schöpfwerk. Links sieht man eine Schleuse. Dort gelangen die Schiffe in den Außenhafen. Die Concordia 2 wendet hier, legt an. Passagiere steigen aus, andere steigen zu. Nach knapp 10 oder 15 Minuten beginnt die Rückfahrt. Ja, wir warten ein bisschen und jetzt beginnt die Rückfahrt. Die Hale entwässert auf 23 Kilometern Länge ein 22.000 Hektar großes Gebiet durch das Siel bzw. über das Schöpfwerk. Über Pumpen werden hier 24 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ins Watt gepumpt. Als man 1953 hier den neuen Deich, das Schöpfwerk und den Hafen baute, begann auch die Entwicklung von Carolinensiel zum Nordseebad. Man hat hier damals 20.000 Kubikmeter Sand aufgeschüttet und sich so seinen eigenen Badestrand gemacht. Dann kamen eine Strandhalle, Campingplatz und Meerwasserfreibad dazu. Seit 2021 ist Carolinensiel Hadesil offiziell als Nordseeheilbad anerkannt. Hier kann man die Häuser im Wasser, die auf Pfählen stehen, etwas besser sehen. Schick. Und jetzt fahren wir nochmal durch die Friedrichsschleuse.
Na, da rechts, da führt die Straße, die man von Carolinensiel nach Harlesiel fahren kann. Und da rechts ist auch ein Fischrestaurant. Etwas muss ich mal zum Schiff erzählen. Die Concordia II hat natürlich einen Vorgänger, die Concordia. Die fuhr nur für wenige Jahre. Sie pendelte zwischen Carolinensiel und dem Marktplatz in Wittmund. Das war über einen Nebenarm der Harle möglich. 1853 gründete man die Carolinensieler Wittmunder Dampfschifffahrtsgesellschaft. Und ein Jahr später schon fuhr der Raddampfer Concordia zwischen Wittmund und Carolinensiel. Die Concordia war in einer Werft in Koblenz gebaut worden. 13 Meter war sie lang, 2,20 Meter breit. 30 Passagiere, der Kapitän, ein Maschinist und ein Matrose konnten mitfahren. Man fuhr mit Kohle. Man verzichtete wegen einiger Brücken auf ein Oberdeck. 2,5 Stunden dauerte die Fahrt nach Wittmund. 6 Stundenkilometer schnell konnte man fahren. Schon 1856 wurden die Fahrten wieder eingestellt. Die Concordia war unwirtschaftlich, heißt es. Und dann kam das Jahr 2000. Da baute man die Concordia nach. Die Concordia II entstand. Es heißt, dies sei der größte Raddampfer in Ostfriesland und wahrscheinlich der kleinste in der Welt. Ein Familienunternehmen aus Carolinensiel, die Reederei Albrecht, hat sie gebaut. Zum Bau nutzte man die Baupläne der alten Concordia. Bis hin zu den roten Schaufelrädern wurde alles selbst gebaut. Der Seitenraddampfer ist heute eine der Attraktionen in Carolinensiel. Ja, inzwischen sind wir wieder am Museumshafen angekommen. Hier liegen schon die Plattbodenschiffe. Mitte der 1980er Jahre legte man den Hafen, den heutigen Museumshafen, wieder frei. Der war nämlich in den 1950er Jahren verschlickt und nutzlos geworden. Dann hat man ihn einfach zugeschüttet. Heute ist das ein hübscher Museumshafen. Der wird als Liegeplatz für Plattbodenschiffe genutzt. Ja, inzwischen sind wir wieder im Museumshafen. Wir legen an, die nächsten Passagiere warten schon. Eine nette Fahrt. Für mich war das eine Reise in die Geschichte von Carolinensiel. In diesem Sinn, tschüss.